Deine Geschichte, Dein Weg, dein Job. Ja, willkommen aus dem Studio Ansage im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Willkommen zu Deine Geschichte, Dein Weg, dein Job und dein Podcast übers Ankommen und Arbeiten in Berlin. Ich bin Marilena Chatedoniou und heute habe ich zu Gast Moshira Ahmed, eine Zahnärztin aus Ägypten. Und wir sind ganz gespannt, was sie uns gleich zu erzählen hat. Just go for it. Just go for Just it. go for it. Just go for it. Deine Geschichte. Dein Weg, dein Job. How did you arrive to Germany? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? War es schwer, einen Job zu finden? Cuéntanos cómo es tu vida ahora. 4 women 3 languages. Und viele and many Geschichten. life Y stories. muchas historias. Just go, Just go for it. Just go Just for go it. for it. Ja, hallo Moshira. Hallo, willkommen zu. Hallo Marlene. Meine erste Frage erstmal. Wie bist du denn heute? Wie hast du heute zu uns gefunden? War das leicht? Hat die BVG gestreikt? War es einfach hierher zu finden? Ich bin mit Auto gefahren. War nicht einfach, weil ich komme aus Steglitz und das hat so ungefähr über eine halbe Stunde gedauert. Welche- Aber hat geklappt. Hat geklappt und Ja. du hast es leicht gefunden Ja. und auch einen Parkplatz gleich gefunden? Ja, Okay, weil es ist auch nicht mehr so einfach in genau. in Berlin. Ja, aber hat alles gut geklappt. Sehr schön, das freut mich. So, ich habe dich jetzt schon ein bisschen anmoderiert. Du hast gesagt, dein Namen, Moshira Ahmed, du Ja. kommst aus Ägypten. Ja. Richtig? Ja. Aus welcher Stadt? Aus Kairo, die Hauptstadt. Mhm. Du kommst richtig aus der Hauptstadt. Ja. Und wann bist du denn nach Deutschland gekommen? Das war im Jahr 2015. Aha. Das war im März das erste Mal, dass ich dann nach Deutschland gekommen bin für eine Messe für Zahnärzte mit anderen Professoren und auch Kollegen. Und das war nur kurz, so für 2 Wochen, ich glaube. Und dann habe ich so geguckt, wie das aussieht in Deutschland. Dann habe ich mich entschieden, dann die Sprache zu lernen und dann also nach Deutschland zu kommen. Und Also das erste Mal war nur ein Besuch. ja, genau. War nur ein Besuch. Ja. Du hattest schon studiert, du warst schon fertig. Ja, genau. Und du hast Zahnmedizin studiert. Ja, alles in Ägypten. Alles in Ägypten und alles auf Arabisch? Alles auf Englisch. Alles auf Wir Englisch. studieren auf Englisch, ja. Okay, und das war Universität Kairo, auf Ja. Englisch studiert Ja. und dann wegen einer Messe nach Berlin gekommen? Das war in Köln. In Köln sogar? Ja. Genau. Okay. Und was hat dich dann getriggert, dass du sagst, ja doch, ich will wieder nach Deutschland zurück? Also mein Vater ist ein Arzt. Aha. Und er hat in der Schule Deutsch gelernt und dann hat immer mich unterstützt, dann die Sprache zu lernen auch und nach Deutschland zu gehen. Und dann habe ich mit der Sprache im letzten Jahr von meinem Studium angefangen. Und dann, also mein Vater, würde ich sagen, dann hat er mich sehr, sehr unterstützt und wollte das für mich auch, dass ich das mache, dann nach Deutschland zu kommen. Aber und Deutsch hast du gelernt 2015 erst oder ein bisschen früher? Bisschen früher, ja. Bisschen früher. Bisschen früher, genau. Und ich weiß, ich hatte mal einen Austausch ich bin in Athen aufgewachsen und ich war dort auf einer deutschen Schule. Ja. Und es gab damals einen Austausch mit der deutschen Schule in Kairo Hm. für Leichtathletik. War vielleicht dein Vater auf der deutschen Schule? in Vielleicht. Kairo? Das kann sein, Ja, kann sein. weil genau. es gab eine große Community. Ja. Okay, und dann und warum bist du dann nach Berlin gekommen? War Köln nicht so schön? Oder? Nee, ich war nicht zuerst in Berlin, ich war zuerst in Mainz. Mainz. Genau, Medienhauptstadt Deutschlands richtig, sozusagen. genau. Ich war zuerst in Mainz und ich habe dort meine Anerkennungsprüfung auch bestanden. Okay. Genau, ich war für 2 Jahre in Mainz, habe ich auch alles gemacht, so also nicht mit der deutschen Sprache, sondern mit der Fachsprache Mhm. für Zahnmedizin, aber alles auf Deutsch. Und dann habe ich auch meine erste Stelle, also nee, das war nicht meine erste Stelle, das war meine zweite Stelle in Mainz Mhm. bekommen. Und
Ja, danach dann bin ich dann nach Bremen umgezogen. Mhm. Und es war so, also es war nicht geplant, aber ich wollte nicht mehr in Mainz dann bleiben. Ich wollte woanders gehen, also andere sozusagen Stadt dann kennenlernen. Dann bin ich dann nach Bremen umgezogen, habe ich eine Stelle auch bekommen in Bremen. Und dann war ich in Bremen so 1,5 Jahre, genau. Und dann ich war immer auf der Suche nach einer Weiterbildung in Deutschland. Mhm. Ich bin eine Zahnärztin, aber ich wollte mich spezialisieren auf Kieferorthopädie. Also Behandlung. Also was ganz Bestimmtes. Ja, genau, richtig. Das war mein Ziel eigentlich in Deutschland. Und dann habe ich lange gesucht, eine Stelle ganz in Deutschland. Und das hat geklappt in Berlin. Ah, und deswegen, also du Ja. kamst nicht nach Berlin und hast erst Arbeit gesucht, sondern die Arbeit hat dich nach Berlin gebracht. Ja, richtig, genau. Aus Bremen. Aus Bremen, ja, genau. Okay, super, super interessant. Und wie hast du damals in Bremen nach der Arbeit gesucht oder nach der Weiterbildung gesucht? Im Internet. Mhm. Immer im Internet gibt es auch so Zeitungen für auch so Stellenangebote für Zahnärzte, Mhm. speziell für Zahnärzte. Und dann, genau, dann war das so. Und hattest du viele Telefoninterviews oder Online-Interviews? Es war ja noch ein bisschen vor Corona, denke ich mal. War das noch vor Corona? Ja, genau, das war im 2019. Aha. Das war vor Corona, richtig. Aber nee, das war so normales Vorstellungsgespräch, also nicht online und nicht telefonisch auch. In Präsenz. Ja, genau. Ich bin hingefahren von Bremen nach Berlin für das Vorstellungsgespräch. Okay. Ja, in Bremen. Ah, sehr interessant. Genau. Ja. Und wie lange waren so Vorstellungsgespräche? Also, ich kann mich gut erinnern, das war nicht lange auch, hat nicht lange gedauert, so ungefähr so 15 oder 20 Minuten. Okay. Ja. Und ist man da aufgeregt? Ja, sehr. Muss man an einen Patienten schon üben? Wahrscheinlich nicht. Doch, ich Doch? hatte auch in dieser Praxis so Probearbeit. Ah, Ja. da hat so ein paar Probestunden Ja, oder so einen halben genau, genau. Probetag. Ah, genau, am selben Tag. Also Vorstellungsgespräch und dann auch Zeit verbringen in dieser Praxis, um zu gucken, wie das läuft. Genau. Und du hast gesagt, als du Deutsch gelernt hast, hast du grundsätzlich die Sprache erstmal gelernt, aber dann hast du auch sehr viel Fachsprache gelernt. Ja, Das sogenannte Deutsch für den Beruf, ne? ja, richtig, genau. Und hat dir das geholfen? Die Fachsprache, Ah, da musste ich das machen. ja. Ja, da musste ich dann für Anerkennungsprüfung auch das machen. Das ist eine so wie Voraussetzung für die Prüfung. Und hat das später im normalen Leben bei der Arbeit, brauchtest du auch oft Ja. diese Begriffe? Schon. Ja, Ne? Das ist natürlich. schon wichtig, dass Ja. man da... Ja. Die Begriffe auf Deutsch zu wissen und zu lernen. Ja. Ja, ja. Weil ich habe alles auf Englisch gelernt und musste ich dann alles auf Deutsch. Nochmal übersetzen. Ja, richtig. Okay, super, vielen Dank. So, und dann bist du jetzt hast du den Job in Berlin bekommen, Mhm. in der Kieferorthopädie. Ja. Was waren deine ersten Schritte in Berlin? Hast du dann nach einer Wohnung gesucht? Es ist ja unmöglich, eine Wohnung zu finden in Berlin. Also ich würde sagen, ich habe ein großes Glück. Also der Arbeitgeber, ich habe ihm gesagt, das wird schwierig, eine Wohnung zu finden in Berlin, aber zum Glück hatte er eine Wohnung für mich. Genau. Der Arbeitgeber. Ja, der Arbeitgeber, genau. Und dann bin ich eingezogen in diese Wohnung. Ich brauchte nicht dann nach einer Wohnung zu suchen in Berlin. Super. Und Ja. wohnst du heute noch In in dieser dieser Wohnung? ja. Und bist du aber heute nicht mehr bei dem gleichen Genau, Arbeitgeber? Also das richtig. war nicht gebunden an vertraglich... Nein, nein, nein. Ach, das war super, super, Ja. sehr viel Glück. Ja, Behalte die Wohnung. Ja, genau. nicht Das habe ich lassen. gemacht, genau. Und was waren dann deine ersten Schritte? Wo war denn die Praxis? In welchem Bezirk war die? Das war in Tempelhof.
In Tempelhof. Und wie hast du dich so der Stadt genähert, Berlin? Ich meine, wenn du aus Kairo ist ja riesengroß. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, in Kairo legt man immer seine Termine je nach Bezirk, Ja. weil es sehr lange dauert, von einem Bezirk zum nächsten Ja. zu fahren. Ja. Also da haben wir es in Berlin noch gut, Ja, auch wenn wir uns alle ja, beschweren. auf jeden Fall, genau. Und wie hast du damals so soziales Leben? Hast du das über die Arbeit oder über Hobbys oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, über Hobbys nicht, aber ich sag auch nicht über die Arbeit. Ja, vielleicht ein bisschen über die Arbeit, also mit Patienten so, mit anderen Kollegen auch. Mhm. Ja. Über Social Media würde ich sagen auch. So Ja, Facebook, Instagram, Facebook, wo ist genau, jetzt genau. eine Ja. Gruppe, die... Richtig. Aha. Ja, genau. Okay. Andere Zahnärzte haben auch Community hier in Berlin und ja, aus meinem Heimat auch. Also viele Ägypter hier in Berlin. So war das. Und dann kann man sich so langsam sein soziales Netzwerk aufbauen. Ja. Und wie war das auf der Arbeit? Hattest du je das Gefühl gehabt, dass die Leute, weil du jetzt nicht aus Deutschland kommst, dass du anders behandelt worden bist? Oder dass sie gesagt haben, nee, ich will von Moschira nicht behandelt werden? Kann ich ehrlich sein? Ja, Oder? nur. Okay, gut. Ja, leider, das war so gewesen, dass ein paar Patienten, aber nicht alle, erst zu sagen, Aha. die wollten das nicht mit mir dann behandeln zu lassen. Und das, ja, das war traurig natürlich für mich auch. Das tut weh. Ja, ja, sehr. Man kann es auch nicht verstehen. Und Ja. man merkt das, aber man spürt das, Ja. ne? Wenn die Leute dann sagen, nee, ich hätte lieber jemand anders. Und Ja. dann denke ich, ja, hallo? Ja, genau. Ja, und das war auch so in der Praxis, dass andere Mitarbeiter, also das Gefühl von denen auch war nicht so nicht schön sozusagen, ja. Haben das manchmal nicht richtig gut aufgegriffen und dich verteidigt? Mm, ja, ich kann mich nicht gut erinnern. Ja, nee, das blendet man manchmal auch gerne aus, ja, ne? ja, ja. Aber du hattest solche Erlebnisse auch, also das ist so Sachen, die man hört ja oft davon, aber das gibt es wirklich. Ja. Und man darf es wirklich nicht persönlich nehmen. Ja. Und ich denke auch, ja, wie leicht ist das gesagt und wie schwer ist das gemacht, weil Ja. es ist ja an die Person gerichtet. Ja. Ja, genau. Und hattest du auch schöne Erlebnisse? In dieser Praxis Ja, oder in Berlin? Grundsätzlich auf der Arbeit. Ja. Ich würde sagen, ja, ich habe also nicht schlechte Erfahrungen. Es gibt so schlechte Sachen und gute Sachen. Mhm. Ich habe grundsätzlich also Erfahrung gemacht auf der Arbeit, in dieser Praxis oder andere. Und hast du dann mehrere Praxen jetzt schon gewechselt oder? Ja, in Berlin, ja. Also ich finde so hier in Berlin, die Praxen, die wollen immer international das machen in der Praxis. International heißt ja, auch Leute, es ist gut, dass du Englisch kannst, Ja. dass du Arabisch kannst. Ja, richtig, genau. dass du auch Deutsch genau, kannst. Genau, weil in Berlin, das ist ein großer Vorteil, dass es viele internationale Menschen dann aus verschiedenen Ländern. Deswegen ist es von Vorteil, wenn man auch andere Sprache dann kennt. Genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und hat das auch mit den Spezialisierungen zu tun, dass du sagst, ich suchte dann einen Job in einer anderen Praxis, die sich mehr mit Kieferorthopädie oder mehr mit Kieferorthopädie bei Kindern auskennt oder? Also du meinst wegen Wechseln? Mhm. Ja, das war so, weil in manchen Praxen da gab es das nicht so klar, das ist nur so Kieferorthopädie. Und das wollte ich dann natürlich immer dann nur Kieferorthopädie. Weil du das machen wolltest. Ja, Ja. meine Frage war eher, Ja. warum wechselt man den Job? Wenn man einen Ach Job so. hat, wenn man zufrieden ist, weil man dann eine bessere Spezialisierung sucht oder nettere Kollegen oder einen besseren
Standort oder was könnten die Gründe Also sein? es hat viele Gründe natürlich. Also manchmal ist Gehalt, Mhm. also Geld, manchmal ist auch so Atmosphäre, stimmt nicht. Manchmal auch der Weg zur Arbeit ist so weit. Und ja, sind so viele Sachen, nicht nur eine Sache. Ja, genau, finde ich gut. Und wie hast du das gemacht? Hast du dich dann beworben, während du noch bei deiner Arbeit warst? Findest du das besser, wenn man sich bewirbt, wenn man noch die Arbeit hat? Oder hast du gewartet, bis der Vertrag vielleicht ausgelaufen ist und dann erst gesucht? Bei mir war dann so und so. Beides. Beides, genau. Es war während des Vertrags und nach dem Vertrag ist beendet sozusagen, ja. Jetzt werden Zahnärzte auch ziemlich viele noch gesucht. Ja, Stimmt ja, das? ja, stimmt. Also ist es für dich relativ einfach, einen Job zu finden Ja. oder Interviews zu landen? Ja, Du kannst ja ein bisschen die ArbeitgeberInnen aussuchen. ja, Ja? genau. Das ist schön. Nee, das finde ich super. Danke. Und wie ist dein Leben heute? Wir hatten uns ja kurz auch schon vorher kennengelernt und du hast mir erzählt, du bist heute auch Deutsche geworden, ne? Ja, ja. Das Seit haben wir einem gemeinsam. Jahr. Genau. Du bist seit einem Jahr? Ja, seit einem Jahr. Ich bin seit 2 Jahren. Oh, schön. Ja, Und wir können jetzt wählen. ja, richtig, genau. Sehr schön. Und war das auch ein Grund, warum du das gemacht hast, dass du wählen kannst, dass du hier mitmachen kannst? Ja, ehrlich zu sagen, war nicht der Grund, aber ich habe mir gesagt, ich bin schon hier 10 Jahre in Deutschland, warum nicht? Ja, und die Sicherheit. Es Ja, gibt einem eine andere auch. Sicherheit. Ja, genau. Ja, kann ich genau. verstehen. Ja. Und wie ist dein Leben heute? Fühlst du dich angekommen in Berlin? Willst du wieder wechseln? Bleibst du hier in der Hauptstadt? Ich bleibe hier auf jeden Fall. Nee, ich will nicht wechseln. Du willst nicht wechseln, du willst hier bleiben. Ja, ich habe das schon 2-mal gemacht, reicht schon. Und jetzt hast du hier ein gutes soziales Netzwerk und Freunde Ja. und was sind so deine Pläne? Du würdest gerne irgendwann mal deine eigene Praxis vielleicht haben? Ja, ich möchte mich selbstständig machen, also nicht mehr so angestellt zu arbeiten. Ja, ich möchte vielleicht in einem Jahr dann meine eigene Praxis dann aufmachen. Super. Ja. Dann laden wir dich in einem Jahr wieder ein Ja, und dann genau. erzählst du uns, wie das ist, der Weg zur Selbstständigkeit, weil er ist auch sehr aufregend, Ja. finde ich. Ja. Das ist eine große Schritte. Ich hoffe, dass das gut klappt. Ja, Ja, das hoffe ich auch und ich drücke ganz fest die Danke. Daumen. Und wenn du jetzt heute überlegst, so ein bisschen, was die die Ratschläge wären, was du jetzt, wenn Leute heute nach Berlin kämen oder nach Deutschland kämen, ja? Ja. Was ist so ein Ratschlag, den du ihnen mit auf den Weg geben würdest? Macht unbedingt. Ja, ich bin viel gefragt von zum Beispiel meinen Freunden in Ägypten, die wollen auch nach Deutschland kommen und die fragen mich, wie hast du das geschafft? Was müssen wir zuerst machen? Und ja, wie war das genau? Die ersten 2 Jahre, weil die sind immer am Herzen. Und ich sage immer, also ich unterstütze die sehr und sage, ja, das lohnt sich, das zu machen. Also nach Deutschland zu kommen und diese Herausforderung, das ist eine Herausforderung natürlich auch zu schaffen. Und ich sage dann, es ist nicht einfach, Aha. gar nicht einfach, aber sehr, sehr schön, wenn man das macht. Und natürlich erste Schritte ist die Sprache zu Die lernen. Sprache lernen. Ja. Und empfiehlst du, dass man das schon zum Beispiel in Ägypten macht, wenn man jetzt aus Ägypten kommt oder in Griechenland, wenn man aus Griechenland kommt, egal woher man kommt, Ja. dass man das schon mit ein paar Vorkenntnissen kommt? Ich finde das besser. Ich Ja. habe das gemacht. Mhm. Manche denken, ja, wir kommen nach Deutschland und dann wir fangen mit der Sprache an. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe die Sprache in Ägypten gelernt
bis zu dieser Stufe, was hier erforderlich dann ist dann in meinem Fall. Und finde ich dann besser, als dann herkommen und dann mit vom Null dann anzufangen. Finde ich auch, also ich finde auch, das ist ein guter Ratschlag, weil viele Leute denken, naja, wenn ich dann erst in Deutschland bin, dann geht das ganz schnell, dann lerne ich die Sprache ganz schnell. Aber was sie vergessen, ist, wenn man dann in ein fremdes Land kommt, man fühlt sich sehr alleine. Ja. Und das Erste, was man macht, man sucht Gleichgesinnte und auch Leute, die die gleiche Sprache sprechen. Ja. Und dann wird das Sprachenlernen sehr viel schwieriger. Ja, genau. Ne? Genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was du Das- erzählen willst, ja. dass man zu Hause hat man noch eine ganz andere Basis und Unterstützung Ja. und da kann man schon ein bisschen mit der Sprache anfangen. Genau. Das finde ich einen sehr guten Ratschlag. Ja. Also das war meine Angst auch. Wenn ich dann hierher komme und dann nicht die Sprache verstehe, dann vielleicht gebe ich auf und gehe zurück nach Ägypten. Aber Ja, ja. auch interessant. Ja. Nee, und ich habe dich als eine sehr selbstbewusste, selbstsichere Ja. Frau kennengelernt, finde Ja. ich toll. Ja. Hast du alles richtig gemacht. Ja. Sehr schön. Ja. Vielen Dank, Moshira. Ja. Ich danke dir auch. Danke für die Zeit auch und die Einladung. Sehr, sehr Danke. gerne. Und an unseren Zuhörer oder Zuschauer, wenn ihr auch eine Geschichte uns erzählen wollt oder habt, schreibt uns gerne. Wir verlinken die E-Mail-Adresse später in den Shownotes. Und jetzt bedanken wir uns bei Moshira und wünschen einen schönen Tag. Danke sehr. Vielen Dank. 4 women 3 languages. Und viele and many Geschichten. life stories. Muchas historias. Just go. Just go for it. Just go for it. Das ist schön. Danke an Studio Ansage für den Raum und die Technik, vor allem Hans und Daniel für die Aufnahmeleitung. Danke Swantje Reuter für Expertise, Mut und Zuspruch und natürlich unseren Gästen. Dieser Podcast wurde produziert von Just Go For It und unterstützt mit Mitteln des Projektfonds Kulturförderung Friedrichshain-Kreuzberg.